Hallo zusammen, ich bin Michael und ich darf euch heute, wenn es draußen so ein bisschen herbstlich wird, eines meiner absoluten Kaffee-Lieblingsrezepte vorstellen. Das ist nämlich der Kürbis-Zauber-Kaffee. Ein Traum, kann ich euch sagen. Freut euch jetzt schon mal drauf und es geht los. Damit ihr wisst, was wir heute Großartiges machen, muss ich euch natürlich erzählen, was da alles drin ist in meinem Kürbis-Zauber-Kaffee. Eigentlich ist das irgendwann mal so über einen großen Teich zu uns rübergeschwappt. Pumpkin Spice Latte, habt ihr vielleicht auch mal gehört. Gibt es als Sirup, als fertige Mischungen, als fertige Getränke sogar. Aber wir machen heute alles frisch und à la minute und deswegen muss ich euch mal vorstellen, was ich da alles so vorbereitet habe. Das sieht so aus, als wenn das so wirklich richtig kompliziert ist. Ist es aber gar nicht. Wir haben als allererstes mal 5 verschiedene frische Gewürze, die bereits gemahlen sind, und wir haben euch daneben aber auch schon mal das gelegt, wie es ursprünglich aussah. Also als allererstes haben wir hier vorne Piment, dann haben wir als nächstes Ingwer, dann kommt die Muskatnuss, die Nelke und Zimt. Das sind die Klassiker des Kürbis-Zaubergewürzes. Und ich kann vielleicht gleich noch so ein bisschen was zu den einzelnen Gewürzen erzählen, aber erstmal die 5 brauchen wir. Und dann haben wir noch etwas, also weil ich natürlich vergessen habe, was wir brauchen, sonst wäre es ja kein Kaffee, sonst würde ja ich nicht hier stehen. Wir brauchen dazu einen richtig deftigen, kernigen Kaffee und ich habe einen Espresso dafür genommen und tatsächlich einen dreifachen. Und den aus dem Siebträger, den habe ich vorbereitet. Aber ihr könnt das selber für euch entscheiden. Wenn ihr zum Beispiel lieber so aus der French Press den Kaffee mögt oder aus der Cafetiera, das ist so diese Herdkanne, dann nehmt ihr den. Und wenn ihr so der Filterkaffee-Typ seid, dann ist das auch wunderbar. Mein Tipp ist nur, nehmt einen richtigen mit Schmackes, weil das, was wir an Gewürzen haben, das verträgt und das benötigt auch einen richtig kräftigen Kaffee. So, das habe ich euch jetzt schon mal vorgestellt. Natürlich, den brauchen wir auch, sonst funktioniert es gar nicht. Den Kürbis, den Hokkaido übrigens. Aber was ich dazu noch gebe, ich mag das einfach sehr gerne. Das ist ein Amaretto-Sirup. Also so ein bisschen das Mandelige, das Marzipanige. Das gibt nochmal eben eine Süße. Ich finde aber zusammen mit dem deftigen Espresso und den 5 deutlich, also wirklich sehr kräftigen Gewürzen, ergibt das nochmal so was ganz Rundes. Das ist wie so ein kleines Gebäck hinterher eigentlich. So, habe ich irgendwas vergessen, was ich vorgestellt habe? Achso, zum Schluss kommt noch, das macht ihr aber auch so nach Geschmack, wie ihr mögt, ein bisschen Agavendicksaft. Agavendicksaft ist zumindest eine natürliche Süße aus der Agavenpflanze, meistens aus Mexiko gewonnen, aber Zucker ist Zucker und hier der größte Anteil auch Fructosen. Also vorsichtig einsetzen, aber dann ist es vom Aroma her, passt es einfach auf jeden Fall dazu. So, und jetzt können wir mal loslegen, weil jetzt muss ich wirklich was tun. Eine ganze Menge habe ich nämlich jetzt zu tun. Also erstmal mache ich mir hier so ein bisschen Platz und dann kommt der Hokkaido dran. Hokkaido finde ich toll. Ist übrigens eine mega coole Kürbissorte, so ein Klassiker aus dem 19. Jahrhundert aus Japan. Die Insel heißt übrigens so, Hokkaido. Das Tolle, was ich daran finde, ist, die Schale ist so weich und wird beim Kochen so weich, die könnt ihr mitessen. Also hier ist der Aufwand relativ gering und der hat sowas Maronen-Kastanien-ähnliches auch. Also ich finde den mega cool und ja, Handwerkszeug habe ich vorbereitet. Und jetzt wollen wir noch mal gucken, dass ich, Himmel nochmal, das ist ein hartes Teil, wa? Ja, und dann schmeiße ich mir hier schon die Gewürze um, aber es ist ja nichts passiert. So, also einmal Kürbis halbiert. Und das, was ich jetzt gleich brauche, wird so von der Menge her, wird das auch so der kleinere Teil. Ihr seht ja, ich habe hier so ein bisschen ungleich geschnitten. Das wird der kleinere Teil, den ich brauche. Als erstes jetzt einfach hier mal innen drin die ganzen Kerne, Kürbiskerne, die holen wir raus, weil mit denen können wir heute nicht so viel anfangen. So. Aber ihr seht, das geht ganz einfach. Guck mal, das ist so weich. Mit dem Löffel einfach, mit dem Esslöffel, holt ihr hier die ganzen Kerne und das Fruchtfleisch um die Kerne drumherum, das holt ihr raus. Seht ihr?
Das geht wirklich ratzfatz. Das ist keine große Aktion. Dann hier so die restlichen noch so ein bisschen raus, damit die Fasern hinterher nicht mit reinkommen. So, und dann haben wir das auch erledigt. Den Kern auch noch. Und dann schneiden wir das einfach so durch. Guck, ich brauche einfach nur ein paar kleine Stücke, die ich dann hinterher in den Topf schmeißen kann. Das wird bei mir von der Menge her ein bisschen viel werden, aber das ist überhaupt nicht schlimm, weil ihr könnt den Rest auch wunderbar einfrieren. Und dann habt ihr im Tiefkühler immer etwas für die nächste Zubereitung, die ihr euch so vorstellt. So, ich habe euch auch noch gar nicht so richtig erzählt, warum schneide ich den eigentlich so klein? Ich brauche nämlich ein paar Löffel. Ich nehme jetzt hierfür vier Löffel Kürbispüree. Und das Kürbispüree, das stellen wir ganz einfach her, indem ich nämlich das, was ich jetzt gerade hier klein geschnitten habe, das wird gleich gekocht. Das kochen wir auf. Dann wird das schön weich. Und wenn er schön weich ist, dann kann ich ihn nachher mit meinem Zauberstab, nämlich mit dem hier, mixen. Und davon nehme ich hinter das Püree und damit habe ich hinter die Basis für unseren Kürbis-Zauber-Kaffee. Und dann habe ich da mal was vorbereitet. Ihr kennt den Satz, ne? Weil ihr habt eben noch gesehen, ich habe den nicht ganzen halben Kürbis klein geschnitten. Und jetzt haben wir ihn hier gekocht. So, bei mir kommt das jetzt. Dann wird es noch einfacher vom Pürieren. Ich nehme direkt hier meinen Amaretto-Sirup. Ihr könnt, also wer will, kann auch einen echten Amaretto nehmen, aber da ist dann Alkohol drin. Das ist ein Amaretto-Sirup und ich habe ihn jetzt mal so gefüllt, damit ihr es besser sehen könnt. Ich nehme aber von der Menge her, ich nehme jetzt die Hälfte von dem. Das ist ungefähr, also nicht 2 Cl, das ist so 1 Cl. Das kommt jetzt hier rein, schwupp, so. Und jetzt geht es an den Pürierstab. Wem das zu grob ist, wer denkt, ach, so viel grob und dann noch Kaffee und Milch hinterher drauf, dann könnt ihr das nochmal durch ein Küchensieb durchpassieren. Nochmal da gibt es so ein, ja, was nehmt ihr denn da? Dann nehmt ihr einfach wie so ein Schaber und dann geht das durch das Sieb durch. Ich finde das so okay, ich mag das sehr gerne. Und dann noch ein paar Mal durch. So, und dann sind wir damit eigentlich auch schon durch. So, ich mag das, weil dann habt ihr so ein bisschen schön das Püree und ein paar Stücke vom Kürbis noch drin. Das holen wir auch hier alles noch raus, weil das soll ja alles gleich mit rein. Ich nehme jetzt mal einen etwas einfacheren Löffel. Ihr seht, da bleibt dann immer schnell was hängen. So, alles raus. Und dann geht es gleich an den Kürbis-Zauber-Kaffee, an unseren Cocktail. Und jetzt langsam kommen wir zum Kern der Sache, nämlich wir kommen jetzt gleich zum Espresso. Jetzt haben wir ja eben, ihr habt es gesehen, ich habe es mir noch mal genau angeguckt, wir haben das ist schön fein geworden, das Kürbispüree. Und jetzt kommt der erste Teil des Espresso mit dazu. Ich finde das sehr schön, dass sich das jetzt schon verbindet, weil jetzt haben wir zusammen mit dem Amaretto-Sirup und dem Kaffee, da kommt jetzt schon so der erste Kontrast rein. So, das verrühren wir jetzt als erstes. Ja, so. Und jetzt kommen die Gewürze. Als allererstes haben wir, achso, jedes Mal bei den Gewürzen nehmt bitte nur so eine Spitze eines Kaffeelöffels. Ja, guck mal, ich zeige euch das jetzt mal. Also ungefähr das brauchen wir vom Piment. Dann kommt der Ingwer mit dazu. Also Piment übrigens. Piment nennt man übrigens auch das Vierergewürz, weil da ist eigentlich fast alles drin. Da ist Zimt drin, da sind Nelken drin, vom Aroma her. So, und jetzt kommt als allernächstes haben wir hier den Ingwer. Dann kommt die Muskatnuss. Vorsichtig, gerade mit der Muskatnuss müsst ihr wirklich vorsichtig sein. Nehmt da so eine kleine Spitze, das reicht vollkommen aus. Nelken genauso, ganz vorsichtig mit den Nelken. Nelken die sind so intensiv und die geben, da würde ich wirklich noch weniger als eine Spitze tun.
Und dann Zimt. Bei Zimt bin ich immer sehr großzügig, aber Zimt kann auch in der Überdosierung wirklich richtig scharf werden. Aber da nicht ganz so vorsichtig wie beispielsweise bei den Nelken. So, jetzt wird das nochmal das Kürbispüree, der erste Teil des Espressos und unsere Kürbis-Gewürzmischung verrührt miteinander. Hi, ganz witzig. Also was auf jeden Fall rauskommt, ist der kräftige Espresso. Das ist richtig cool. Und da muss man wirklich sagen, Amaretto. Amaretto, man muss es lieben. Ich liebe es. Und das passt dann einfach sehr, sehr gut mit dem Kürbis. So, dann haben wir das. Und jetzt kommt es gleich zum finalen Schritt, weil was fehlt noch? Der restliche Espresso und die Milch. So ein bisschen aufgeregt bin ich ja auch, weil das ist wirklich ein richtig schöner Cocktail, wo man auch viel machen kann. Simpel, aber man kann viel machen. So, jetzt kommt noch mal ein kleiner Schuss vom Agavendicksaft dazu. Das verrühren wir jetzt auch noch mal. Das ist einfach eine wunderbare Kombination. Ja, das ist genau so die Kombination, wie ich es haben wollte. Und jetzt, ich habe übrigens, wer aufmerksam zugeguckt hat, ich habe jetzt gerade eben das Glas getauscht. Ich hatte ein kleineres vorbereitet, aber stelle gerade fest, ich glaube, von der Optik gefällt mir das so besser. So, und jetzt kommt als allererstes kommt jetzt mal ein Löffel. Ich nehme jetzt, vorbereitet hatten wir deutlich mehr, 4 Löffel. Ich nehme jetzt einen Löffel von unserem Kürbispüree. Seht ihr, bleibt so viel hängen. Da kommt noch ein bisschen was dazu von mir. Das kommt als allererstes mal rein. Und jetzt, ich habe mal wieder was vorbereiten lassen oder selber vorbereitet. Und jetzt kommt der Milchschaum. Wir haben so 120 Milliliter Milch. Ihr könnt dort eine klassische Kuhmilch nehmen, ihr könnt eine Hafermilch, eine Mandelmilch, ihr könnt eine Buchweizenmilch nehmen. Aufgeschäumt und das kommt jetzt mit dazu. Als allererstes mal Milch dazu. Und jetzt direkt den Schaum hinterher. So. Da könnt ihr wirklich alles mit dazu. So. Naja, und wer das so gerne mag wie ich, der darf dann auch mal so zwischendurch einen Löffel zu sich nehmen. Oder auch den zweiten. So. Und jetzt gleich kommt der finale Schritt. Der Traum ist fast fertig, mein Kürbis-Zauberkaffee. Ihr seht jetzt schon hier, die Schichten beginnen sich schon herauszuarbeiten. Und jetzt kommt der frisch zubereitete zweite Teil des Espressos. Und jetzt wollen wir mal gucken. Jetzt wollen wir doch wirklich mal gucken, wie der sich jetzt hier verteilt. Ob das so funktioniert. Also, ich würde mal sagen, das ist die kreative Variante. Aber ich finde ihn so, gerade in dem Glas, ihr seht so ein großes Glas, was einfach viel Fläche hat. Da kann sich einfach halt dann auch, können sie sich alle schön vermischen miteinander. Die Schichten Schaum und Milch, wie ihr seht, die zeichnen sich ja präzise ab. Und dann hat sich jetzt gerade eben der Espresso da unten reingemischt. Was ich jetzt machen würde als nächstes, wäre tatsächlich auch noch das Ganze natürlich verrühren. Ja, so. Und während des Verrührens könnt ihr auch schon mal probieren. Oh, ist das gut. Oh, ist das gut. Mensch, ich werde immer mehr zum Freund von Kaffeecocktails. Also hier mein Kürbis-Zauber-Kaffee. Wirklich großartig. Wunderbar. Da kommt jetzt wirklich alles durch. Ich schmecke den Kürbis. Da kommt so ein bisschen das ganze Spicy von den 5 Gewürzen mit durch. Und dann habe ich tatsächlich im Hintergrund auch noch ein Amaretto und eine leichte Süße durch den Agavendicksaft. Der Espresso,
der rundet das alles ab und ich habe die ganze Zeit das Gefühl, ich habe wirklich einen richtigen Espresso im Mund. Was für euch einfach jetzt auf jeden Fall, nehmt das mal mit nach Hause, probiert es aus. Ihr könnt variieren, ein bisschen süßer, ein bisschen mehr spicy, ein bisschen gewürziger das Ganze. Spielt ein bisschen damit, ihr werdet eure Freude dran haben und vor allen Dingen gerade beim Espresso, nehmt ruhig den richtig, richtig kräftigen, kann ich euch nur sagen, das ist wichtig. Und dann wird es euch bestimmt genauso gut schmecken wie mir. Riesenspaß hat es mir gemacht und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal wieder sehen. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.